Willkommen auf unserer spannenden Entdeckungsreise. Sie begannen mit Videospielgrafik. Und jetzt beherrschen Sie die KI-Welt. Aber was wäre, wenn ich Ihnen sagen würde, dass der Thron von Nvidia wackelt? Hinter den Schlagzeilen und milliardenschweren Bewertungen braut sich ein Sturm zusammen. Rücksichtslose Konkurrenten, zerbrochene Allianzen und unerwartete Bedrohungen tauchen schnell auf. Und Nvidia könnte am Rande einer Klippe stehen. Wie konnten Sie so schnell aufsteigen? Werden Sie jetzt fallen? Bleiben Sie dran. Denn was als nächstes kommt, könnte alles verändern, was Sie über die Tech-Welt zu wissen glaubten. Die Geschichte von Nvidia. Alles begann mit 3 Jungs und einer verrückten Idee, Hollywood-taugliche Grafik auf normale PCs zu bringen. Im Jahr 1993 gründeten Jensen Huang, Chris Malachowski und Curtis Preem nicht einfach nur ein weiteres technisches Unternehmen. Sie starteten eine Rebellion. Zu einer Zeit, als Computer noch glorifizierte Schreibmaschinen waren, sahen sie etwas, was sonst niemand sah. Die Zukunft würde visuell sein und sie wollten sie gestalten. Ihre erste Kreation? Der NV1 im Jahr 1995. Kein Kassenschlager, aber es war der erste Funke. Und dann kam die Explosion. 1999 ließ Nvidia die Bombe platzen. Den GeForce 256. Den ersten Grafikprozessor der Welt, der komplexe 3D-Grafiken wie nie zuvor verarbeiten konnte, die CPU entlastete und die Spielewelt für immer veränderte. Plötzlich war Nvidia nicht mehr nur mit von der Partie, sondern sogar führend. Gamer waren wie besessen, PC-Hersteller schworen auf Nvidia und das Unternehmen hat sich nicht unterkriegen lassen. In den 2000er Jahren gaben sie Vollgas. Sie brachten SLI auf den Markt, um Grafikprozessoren zu kombinieren und so eine gigantische Leistung zu erzielen. Und PhysX für eine atemberaubende Spielphysik. Aber der Clou an der Sache? Nvidias größter Schachzug hatte nichts mit Spielen zu tun. In den frühen 2010er Jahren machten Wissenschaftler eine verblüffende Entdeckung. Dieselben Grafikprozessoren, die für Spiele entwickelt wurden, waren perfekt für künstliche Intelligenz geeignet. Sie konnten Tausende von Berechnungen auf einmal durchführen. Genau das, was maschinelles Lernen braucht. 2012 kam Kepler, Nvidias bahnbrechende Architektur, die nicht nur die Spielebranche voranbrachte. Sie zündete die Lunte für die KI-Revolution. Von Grafikkarten bis hin zu neuronalen Netzwerken. Nvidia trieb nicht mehr nur Spiele an, sondern auch die Zukunft. Die KI-Revolution. Das Unternehmen hat diese Chance schnell genutzt. Es entwickelte CUDA, eine Programmierplattform, die es Forschern erleichterte, GPUs für wissenschaftliche Berechnungen im Bereich der KI zu nutzen. Außerdem entwickelte das Unternehmen spezialisierte Hardware wie die Tesla-Reihe von Grafikprozessoren, die speziell für Rechenzentren und KI-Anwendungen entwickelt wurden. Als KI begann, Branchen vom Gesundheitswesen bis zu autonomen Fahrzeugen zu verändern, stieg die Nachfrage nach Nvidia-Produkten sprunghaft an. Der Aktienkurs des Unternehmens folgte diesem Trend und stieg von etwa $15 im Jahr 2012 auf über $700 im Jahr 2023. 2023 überstieg der Marktwert von Nvidia die Marke von $1 Billion, was das Unternehmen zu einem der wertvollsten Unternehmen der Welt macht. Aber Nvidia blieb nicht dabei stehen. Das Unternehmen setzte seine Innovationstätigkeit fort und brachte Produkte wie die DGX-Systeme für KI-Forscher und die Drive-Plattform für autonome Fahrzeuge auf den Markt. Außerdem tätigte Nvidia strategische Akquisitionen, wie Mellanox Technologies im Jahr 2020, wodurch die Position des Unternehmens im Bereich der Netzwerke für Rechenzentren gestärkt wurde. 2019 beschleunigte das Wachstum von Nvidia, da immer mehr Menschen von zu Hause aus arbeiten und sich der Online-Unterhaltung zuwenden, stieg die Nachfrage nach Gaming-GPUs sprunghaft an. Gleichzeitig steigerten die Unternehmen ihre Investitionen in KI und Cloud Computing, was den Absatz von Nvidias Rechenzentrumsprodukten ankurbelte. In den letzten Jahren stand Nvidia vor neuen Herausforderungen und Chancen. Der Aufstieg der Kryptowährungen führte zu einer erhöhten Nachfrage nach GPUs für das Mining, was zu Engpässen und Preisspitzen führte. Während dies anfangs die Umsätze von Nvidia ankurbelte, führte es auch zu Kritik aus dem Kernpublikum der Spieler. Als Reaktion darauf führte Nvidia spezielle Krypto-Mining-Prozessoren ein und ergriff Maßnahmen, um seine Spiele-GPUs für das Mining weniger attraktiv zu machen.
Das Unternehmen hat auch in neue Bereiche expandiert. Im Jahr 2020 kündigte Nvidia Pläne zur Übernahme von ARM Holdings an, einem bedeutenden Entwickler von mobilen Chip-Architekturen. Auch wenn dieser Deal letztendlich aufgrund regulatorischer Bedenken scheiterte, signalisierte er Nvidias Ambition, über GPUs hinaus in den breiteren Chipmarkt zu expandieren. Ab 2024 wird Nvidia weiterhin sowohl den Spiele- als auch den KI-Chipmarkt dominieren. Ihre neuesten Grafikprozessoren, die auf der Ada Lovelace-Architektur basieren, bieten eine noch nie dagewesene Leistung für Gamer und Content-Entwickler. Haben Sie schon einmal von der großartigen Qualität von Nvidia gehört? Kommentieren Sie 1 für Ja, 2 für Nein, um es uns mitzuteilen. Nvidias Ambitionen. Im Bereich der künstlichen Intelligenz treiben die H100 GPUs für Rechenzentren einige der fortschrittlichsten KI-Modelle und Anwendungen an. Doch mit dem großen Erfolg kommt auch die große Kontrolle. Mit dem wachsenden Einfluss von Nvidia wachsen auch die Bedenken hinsichtlich seiner Marktmacht. Konkurrenten verstärken ihre Bemühungen, Nvidias Dominance anzufechten, und die Aufsichtsbehörden behalten die Praktiken des Unternehmens genau im Auge. Trotz dieser Herausforderungen sieht die Zukunft von Nvidia rosig aus. Das Unternehmen ist gut positioniert, um vom anhaltenden Wachstum von KI, Cloud Computing und fortschrittlichen Grafikanwendungen zu profitieren. Da sich die Technologielandschaft jedoch rasant weiterentwickelt, bleibt eine Frage offen. Kann Nvidia seine Führungsposition angesichts der zunehmenden Konkurrenz und des technologischen Wandels aufrechterhalten? Während wir über diese Frage nachdenken, sollten wir unsere Aufmerksamkeit auf die Herausforderungen richten, die vor dem Tech-Giganten liegen. Welche Gewitterwolken ziehen am Horizont von Nvidia auf? Und könnten sie die hart erkämpfte Dominanz des Unternehmens bedrohen? Herausforderungen für Nvidias Dominanz. Nvidias Aufstieg an die Spitze der Technologiewelt war nichts weniger als spektakulär. Aber wie jeder erfahrene Wirtschaftsführer weiß, kann es noch schwieriger sein, an der Spitze zu bleiben, als dorthin zu gelangen. Geht das goldene Zeitalter des Tech-Giganten zu Ende? Welche Herausforderungen drohen Nvidia in die Quere zu kommen? Beginnen wir mit der offensichtlichsten Bedrohung, dem zunehmenden Wettbewerb auf dem Markt für KI-Chips. Jahrelang hat Nvidia in diesem Bereich fast eine Monopolstellung innegehabt. Ihre GPUs waren die erste Wahl für das Training und die Ausführung von KI-Modellen. Aber die Landschaft ändert sich schnell. Tech-Giganten wie Google, Amazon und Microsoft, die einst die größten Kunden von Nvidia waren, werden nun zu deren Konkurrenten. Diese Unternehmen haben erkannt, wie wichtig KI-Chips für ihr Geschäft sind und haben mit der Entwicklung eigener Chips begonnen. Googles Tensor Processing Units, TPUs, und Amazons Trainium-Chips werden bereits in ihren Rechenzentren eingesetzt, was ihre Abhängigkeit von Nvidias Produkten verringern könnte. Aber es sind nicht nur die Tech-Giganten, um die sich Nvidia kümmern muss. Auch kleinere, auf KI-Chips spezialisierte Unternehmen sind auf dem Vormarsch. Startups wie Cerebros Systems und Graphcore entwickeln Chips, die speziell für KI-Arbeitslasten konzipiert sind. Diese Chips versprechen für bestimmte KI-Aufgaben eine bessere Leistung und Energieeffizienz als die GPUs von Nvidia. Obwohl sie noch keinen bedeutenden Marktanteil erobert haben, stellen sie eine wachsende Bedrohung für Nvidias Dominanz dar. Selbst auf dem Spielemarkt, auf dem Nvidia lange Zeit die Vorherrschaft innehatte, wird der Wettbewerb immer härter. AMD, der traditionelle Rivale von Nvidia, hat mit seiner RDNA-Architektur erhebliche Fortschritte gemacht. Einige der neuesten Grafikkarten von AMD bieten eine vergleichbare Leistung wie die Angebote von Nvidia zu niedrigeren Preisen. Dieser verstärkte Wettbewerb könnte die Gewinnspannen von Nvidia im Spielesegment unter Druck setzen. Eine weitere Herausforderung für Nvidia ist die mögliche Übersättigung des GPU-Marktes. Während des Kryptowährungsbooms stieg die Nachfrage nach GPUs sprunghaft an, da sie für das Mining verwendet wurden. Dies führte zu Engpässen und himmelhohen Preisen. Da jedoch die Preise für Kryptowährungen gefallen sind und effizientere Mining-Hardware verfügbar wurde, ist die Nachfrage nach GPUs in diesem Sektor zurückgegangen. Dies hat dazu geführt, dass Nvidia überschüssige Bestände hat, was kurzfristig zu einem Umsatzrückgang führen könnte. Die anhaltende weltweite Chipknappheit hat Nvidia ebenfalls vor Herausforderungen gestellt. Herausforderungen für Nvidia. Während eine hohe Nachfrage nach ihren Produkten im Allgemeinen eine gute Sache ist, haben Probleme in der Lieferkette es Nvidia schwer gemacht, diese Nachfrage zu befriedigen. Dies hat zu Frustration bei den Kunden geführt
und könnte einige zu Konkurrenten treiben, die Produkte schneller liefern können. Regulatorische Bedenken und geopolitische Spannungen sind eine weitere Gewitterwolke am Horizont von Nvidia. Während das Unternehmen immer leistungsfähiger geworden ist, wurde es von Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt immer genauer unter die Lupe genommen. Im Jahr 2022 scheiterte die geplante Übernahme von ARM Holdings durch Nvidia aufgrund von Bedenken der Regulierungsbehörden. Dieser Rückschlag machte deutlich, vor welchen Herausforderungen Nvidia steht, wenn es versucht, sein Geschäft durch Übernahmen zu erweitern. Außerdem haben die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China zu Komplikationen für Nvidia geführt. Die US-Regierung hat Beschränkungen für die Ausfuhr von Hochleistungschips nach China, einem der größten Märkte von Nvidia, erlassen. Dies hat Nvidia gezwungen, spezielle, leistungsschwächere Versionen seiner Chips für den chinesischen Markt zu entwickeln, was sich möglicherweise auf den Absatz und die Marktposition in dieser wichtigen Region auswirkt. Auch die zunehmende Konzentration auf Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit stellt eine Herausforderung für Nvidia dar. Die Hochleistungs-GPUs von Nvidia sind für ihren Stromhunger bekannt, der in Rechenzentren, die ihren Energieverbrauch und ihre CO2-Bilanz reduzieren wollen, ein Problem darstellen kann. Wenn Nvidia die Energieeffizienz seiner Produkte nicht schnell genug verbessern kann, könnte das Unternehmen gegenüber Konkurrenten mit umweltfreundlicheren Lösungen an Boden verlieren. All diese Herausforderungen spiegeln sich mittlerweile in der Performance der Nvidia-Aktie und in der Marktwahrnehmung wider. Nachdem die Nvidia-Aktie im Jahr 2023 ein Allzeithoch erreicht hatte, zeigte sie eine erhöhte Volatilität. Einige Anleger und Analysten fragen sich inzwischen, ob das Unternehmen seinen Wachstumskurs angesichts dieses Gegenwinds beibehalten kann. Anfang 2024 meldete Nvidia seinen ersten vierteljährlichen Umsatzrückgang seit mehreren Jahren. Das Unternehmen führte dies zwar auf vorübergehende Faktoren wie die Verlangsamung des Kryptominings und die weltweite wirtschaftliche Unsicherheit zurück. Doch warf dies Fragen über Nvidias Fähigkeit auf, seine Serie von beständigem Wachstum fortzusetzen. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass Nvidia diese Herausforderungen nicht auf die leichte Schulter nimmt. Das Unternehmen hat stark in Forschung und Entwicklung investiert und arbeitet an GPU-Architekturen der nächsten Generation und speziellen KI-Chips. Das Unternehmen hat auch sein Softwareangebot erweitert, da es erkannt hat, dass die Kombination von Hardware und Software entscheidend ist, um seinen Wettbewerbsvorsprung zu halten. Nvidia hat auch sein Geschäft diversifiziert und ist in neue Bereiche wie autonome Fahrzeuge, Robotik und das Metaverse vorgestoßen. Die Omniverse-Plattform, die eine Grundlage für das Metaverse sein soll, zeigt, dass Nvidia über seine traditionellen Märkte hinausdenkt. Das Unternehmen arbeitet auch an der Verbesserung der Widerstandsfähigkeit seiner Lieferkette und der Ausweitung seiner Fertigungspartnerschaften. Dies sollte ihnen helfen, künftige Versorgungsunterbrechungen besser zu überstehen und die wachsende Nachfrage nach ihren Produkten zu decken. Trotz dieser Bemühungen bleiben einige Fragen offen. Kann sich Nvidia gegen die zunehmende Konkurrenz auf dem Markt für KI-Chips wehren? Wird das Unternehmen seine Führungsposition bei Spiele-GPUs halten können? Wie werden sich regulatorische Prüfungen und geopolitische Spannungen auf die weltweiten Aktivitäten des Unternehmens auswirken? Die Apple-Silizium-Bedrohung. Es ist nun klar, dass Nvidia an einem entscheidenden Punkt angelangt ist. Die Entscheidungen, die Nvidia in den nächsten Jahren trifft, könnten darüber entscheiden, ob das Unternehmen weiterhin den Markt für Grafikprozessoren und KI-Chips dominiert oder ob es von hungrigen Wettbewerbern überholt wird. Doch unter all diesen Konkurrenten sticht einer als besonders bedrohlich hervor. Ein Unternehmen, das für seine Innovation, seinen treuen Kundenstamm und seine Fähigkeit bekannt ist, ganze Branchen umzukrempeln. Ein Unternehmen, das bereits den PC- und Mobilfunk-Chipmarkt aufgemischt hat und nun Nvidia im Visier hat. Dieses Unternehmen ist Apple. Und wie wir im nächsten Abschnitt sehen werden, könnte ihr Eintritt in den Markt für Hochleistungschips die bisher größte Herausforderung für Nvidia sein. Inwiefern bedroht Apples Silizium-Strategie die Position von Nvidia? Und was könnte dies für die Zukunft der Computertechnik bedeuten? Die Bedrohung durch Apple-Silizium. Wenn wir an die Konkurrenten von Nvidia denken, fallen uns normalerweise Namen wie AMD und Intel ein. Aber es gibt einen neuen Akteur in der Stadt, der die Welt der Technik bereits mehr als einmal aufgerüttelt hat. Dieser Akteur ist Apple. Apple
bekannt für seine iPhones und Macs, mag wie eine unwahrscheinliche Bedrohung für ein Unternehmen erscheinen, das sich auf Grafik- und KI-Chips spezialisiert hat. Aber wie wir sehen werden, könnte Apples Einstieg in die Chip-Entwicklung für Nvidia große Probleme bedeuten. Wie sind wir hierher gekommen und was bedeutet das für die Zukunft der Computertechnik? Um die Bedrohung durch Apple zu verstehen, müssen wir ins Jahr 2020 zurückgehen. Damals kündigte Apple an, seine Mac-Computer von Intel-Prozessoren auf selbst entwickelte Chips namens Apple Silicon umzustellen. Dies war nicht nur eine kleine Änderung, es war eine seismische Verschiebung in der Computerindustrie. Der erste Chip von Apple, der M1, schockierte die Technikwelt mit seiner Leistung und Energieeffizienz. Macs mit dem M1-Chip konnten viele Intel-basierte Computer übertreffen und verbrauchten dabei viel weniger Strom. Das war eine große Sache. Aber zu dieser Zeit schien es keine direkte Bedrohung für Nvidia zu sein. Schließlich lag die Stärke von Nvidia im Bereich der Hochleistungsgrafik und der künstlichen Intelligenz, nicht im Bereich der Allzweckcomputer. Aber Apple blieb nicht dabei stehen. Im Jahr 2021 brachte Apple die Chips M1 Pro und M1 Max auf den Markt, die über wesentlich leistungsfähigere Grafikfunktionen verfügten. Plötzlich konnten die Chips von Apple bei Aufgaben wie Videobearbeitung und 3D-Rendering mit diskreten Grafikprozessoren von Nvidia konkurrieren, und das bei geringerem Stromverbrauch und geringerer Wärmeentwicklung. Der eigentliche Weckruf für Nvidia kam 2022 mit der Veröffentlichung des M1 Ultra-Chips von Apple. Dieser Chip, der im Wesentlichen zwei M1 Max-Chips in einem vereint, konnte einige der High-End-GPUs von Nvidia bei bestimmten Aufgaben übertreffen. Und das bei geringerem Stromverbrauch als Nvidias Angebote. Aber wie wirkt sich das auf das Geschäft von Nvidia aus? Nun, es geht nicht nur um die reine Leistung. Die Chips von Apple verändern die Art und Weise, wie Menschen über Computerarchitekturen denken. Anstelle von separaten CPUs und GPUs sind in den Chips von Apple alle Komponenten in einem einzigen Gehäuse integriert. Dieser Ansatz, der als System-on-Chip SoC bezeichnet wird, kann in vielen Fällen eine bessere Leistung und Energieeffizienz bieten. Dieser Wandel bedroht das Geschäftsmodell von Nvidia. Nvidia hat lange Zeit Grafikprozessoren als separate Komponenten verkauft, die von Computerherstellern oder Endnutzern in ihre Systeme eingebaut werden. Aber wenn mehr Computerhersteller dem Beispiel von Apple folgen und anfangen, ihre eigenen integrierten Chips zu entwickeln, was bleibt dann für Nvidia übrig? Die Bedrohung ist auch nicht auf Personal Computer beschränkt. Apple hat deutlich gemacht, dass das Unternehmen an KI und maschinellem Lernen interessiert ist. Ihre Chips enthalten bereits spezielle neuronale Engines für KI-Aufgaben. Diese sind zwar noch nicht so leistungsfähig wie die spezialisierten KI-Chips von Nvidia, aber sie verbessern sich mit jeder Generation rapide. Im Jahr 2023 begannen Gerüchte zu kursieren, dass Apple an eigenen großen Sprachmodellen arbeitet, ähnlich wie ChatGPT. Wenn dies stimmt, könnte dies ein Zeichen dafür sein, dass Apple plant, Nvidia auch in den Märkten für Rechenzentren und KI herauszufordern. Stellen Sie sich vor, Apple würde anfangen, leistungsstarke, energieeffiziente KI-Chips an andere Unternehmen zu verkaufen. Das könnte das am schnellsten wachsende Geschäftsfeld von Nvidia ernsthaft stören. Aber es geht nicht nur um Hardware. Die Stärke von Apple lag schon immer darin, eng integrierte Systeme zu entwickeln, bei denen Hardware und Software nahtlos zusammenarbeiten. Mit diesem Ansatz kann Apple die Leistung auf eine Weise optimieren, wie es andere Unternehmen nicht können. Apples Metal Graphics API wurde beispielsweise speziell für die Chips von Apple entwickelt und ermöglicht es Entwicklern, das Maximum an Leistung aus der Hardware herauszuholen. Nvidia hingegen muss Chips entwickeln, die mit vielen verschiedenen Systemen und Softwareumgebungen funktionieren. Diese Flexibilität ist in vielerlei Hinsicht eine Stärke, kann aber auch eine Schwäche sein, wenn man mit einem stärker integrierten Ansatz konkurriert. Nvidia's Antwort. Die Auswirkungen von Apples Chips sind bereits auf dem Markt zu spüren. Im Jahr 2023 kündigten mehrere namhafte Unternehmen an, dass sie ihre Kreativprofis von Nvidia betriebenen Windows-PCs auf Apples Mac Studio mit Chips der M-Serie umstellen würden. Als Gründe für den Wechsel nannten diese Unternehmen die bessere Leistung, den geringeren Stromverbrauch und den leiseren Betrieb. Dieser Trend ist für Nvidia besonders besorgniserregend, da Kreativprofis seit langem eine der wichtigsten Kundengruppen des Unternehmens sind. Wenn Apple in diesem Markt weiter an Boden gewinnt, könnte dies Nvidias Gewinn ernsthaft beeinträchtigen.
Aber Apples Bedrohung für Nvidia geht über die bloße Übernahme von Marktanteilen hinaus. Wie also reagiert Nvidia auf diese Bedrohung? Stillstand gibt es nicht. Das ist sicher. Nvidia hat mit seinen neuesten Chips, die ein noch nie dagewesenes Leistungsniveau bieten, die Grenzen des GPU-Designs verschoben. Außerdem konzentriert sich das Unternehmen mehr auf Software und Komplettlösungen als nur auf Hardware. Die CUDA-Plattform von Nvidia für GPU-Computing beispielsweise ist in der Wissenschaft und der KI-Gemeinschaft weit verbreitet. Dies verschafft Nvidia einen Vorteil, der für Apple auf kurze Sicht nur schwer zu erreichen sein wird. Nvidia expandiert auch in neue Märkte wie autonome Fahrzeuge und das Metaversum. Bereiche, in denen Apple noch keine nennenswerten Fortschritte gemacht hat. Aber der vielleicht größte Vorteil von Nvidia sind seine engen Beziehungen zu KI-Forschern und Entwicklern. Viele der beliebtesten KI-Frameworks und Tools sind für die Hardware von Nvidia optimiert. Dadurch entsteht ein Netzwerkeffekt, den Apple nur schwer überwinden könnte. Trotz dieser Vorteile ist die Bedrohung durch Apple real und wächst. Apple hat immer wieder bewiesen, dass es etablierte Märkte aufmischen kann. Sie haben es mit Personal Computern getan. Sie haben es mit Smartphones getan. Und jetzt tun sie es mit Chips. Könnte Nvidia ihr nächstes Ziel sein? Wenn wir in die Zukunft blicken, bleiben viele Fragen offen. Kann Apple seinen Erfolg bei Personal Computing Chips auf die Hochleistungswelten von KI und Rechenzentren übertragen? Werden andere Unternehmen dem Beispiel von Apple folgen und ihre eigenen Chips entwickeln und damit die Position von Nvidia weiter bedrohen? Und wie wird sich Nvidia an diese veränderte Landschaft anpassen? Die EVGA Fallout. Der Kampf zwischen Nvidia und Apple hat gerade erst begonnen und er verspricht, die Zukunft der Computertechnik entscheidend zu beeinflussen. Doch während sich Nvidia diesem neuen Herausforderer stellt, muss das Unternehmen auch mit Veränderungen in seinen bestehenden Partnerschaften fertig werden. Eine dieser Partnerschaften hat vor kurzem ein dramatisches Ende gefunden und die GPU-Branche in Aufruhr versetzt. Was geschah zwischen Nvidia und EVGA, einem ihrer langjährigsten Partner? Und was sagt uns diese Trennung über Nvidias Geschäftspraktiken und zukünftige Strategien? Der Fallout von EVGA. In der Welt der Computerhardware sind Partnerschaften zwischen Chipdesignern und Herstellern von entscheidender Bedeutung. Diese Beziehungen halten oft jahrzehntelang an und beide Unternehmen profitieren vom Erfolg des anderen. Wenn also eine langjährige Partnerschaft plötzlich endet, sendet dies Schockwellen durch die Branche. Genau das geschah im September 2022, als EVGA, einer der ältesten und angesehensten Partner von Nvidia, ankündigte, die Zusammenarbeit mit dem GPU-Riesen zu beenden. Aber was hat zu dieser dramatischen Trennung geführt und was sagt uns das über Nvidias Geschäftspraktiken? EVGA stellt seit 1999 Grafikkarten auf Nvidia-Basis her und hat sich einen guten Ruf für qualitativ hochwertige Produkte und exzellenten Kundenservice erarbeitet. Das Unternehmen war einer der größten Partner von Nvidia in Nordamerika und bekannt für seine übertakteten GPUs und innovativen Kühllösungen. Die Ankündigung von EVGA, sich komplett aus dem GPU-Geschäft zurückzuziehen, kam daher für alle überraschend. Die Gründe für die Trennung waren zunächst geheimnisumwittert, doch bald wurden Details bekannt. Der CEO von EVGA, Andrew Han, nannte die respektlose Behandlung durch Nvidia als Hauptgrund für diese Entscheidung. Aber was beinhaltete diese respektlose Behandlung? Ein großes Problem war die Preisgestaltung. EVGA behauptete, dass Nvidia keine Informationen über die Preise neuer Produkte weitergab, bevor diese öffentlich angekündigt wurden. Dies erschwerte EVGA die Planung seiner eigenen Produktpalette und Preisstrategie. Ein weiteres Problem waren die Founders Edition Karten. Dabei handelt es sich um Grafikkarten, die direkt von Nvidia entwickelt und verkauft werden und mit den Karten von Partnern wie EVGA konkurrieren. EVGA war der Meinung, dass Nvidia sie unterbieten würde. Die Founders Edition Karten wurden zu Preisen verkauft, bei denen EVGA nicht mithalten konnte und trotzdem Gewinn machte. Aber das vielleicht größte Problem war die Kontrolle. Nvidia hat strenge Regeln dafür, wie seine Partner ihre Grafikkarten entwickeln und vermarkten dürfen. Dazu gehören Beschränkungen, wie stark sie die Taktraten der GPUs verändern und wie sie ihre Produkte vermarkten dürfen. EVGA war der Meinung, dass diese Beschränkungen zu eng wurden und ihre Fähigkeit zur Innovation und Differenzierung ihrer Produkte einschränkten. Die Trennung zwischen EVGA und Nvidia wirft einige wichtige Fragen über Nvidias Beziehung zu seinen Partnern auf. Sind andere Hersteller mit ähnlichen Problemen konfrontiert?
Und könnte dies ein Zeichen für größere Probleme im Geschäftsmodell von Nvidia sein? Um diese Fragen zu beantworten, müssen wir uns das Gesamtbild ansehen. Die Dominanz von Nvidia auf dem GPU-Markt hat dem Unternehmen viel Macht über seine Partner gegeben. Sie können die Preise festlegen, das Angebot kontrollieren und die Bedingungen weitgehend diktieren. Dies hat Nvidia zwar geholfen, seine Marktposition zu halten, aber es hat auch zu Spannungen mit einigen Partnern geführt. Andere Hersteller haben ähnliche Frustrationen wie EVGA geäußert, wenn auch nicht so öffentlich. Einige haben sich über die geringen Gewinnspannen bei Grafikkarten beschwert, insbesondere bei Modellen der Mittelklasse und des unteren Segments. Andere haben Bedenken über Nvidias zunehmenden Wettbewerb mit seinen eigenen Partnern durch die Founders Edition Karten geäußert. Nvidia Partner. Als EVGA der treue Partner, der Nvidia geholfen hat, den GPU-Markt zu dominieren, plötzlich aufhörte, wurde die gesamte Tech-Welt aufmerksam. Aber dies war nicht nur eine Trennung, es war eine Warnung. EVGA hat nicht nur die Zusammenarbeit mit Nvidia beendet, sondern ist ganz aus dem GPU-Geschäft ausgestiegen. Kein Wechsel zu AMD, kein letzter Ausweg. Einfach weg. Warum? Denn ihr gesamtes Geschäft wurde um Nvidia herum aufgebaut. Und diese Art von Abhängigkeit ist ein zweischneidiges Schwert. Für Partner bedeutet sie Anfälligkeit. Für die Verbraucher könnte es bedeuten, dass sie weniger Auswahl haben und die Preise steigen. Und für Nvidia stellt sich eine entscheidende Frage, was passiert, wenn die Verbündeten aufgeben? Sicher, Giganten wie Asus, MSI und Gigabyte sind immer noch an Bord, vorerst. Sie haben eine breitere Produktpalette, von Laptops bis zu Motherboards, was ihnen mehr Verhandlungsspielraum gibt. Aber täuschen Sie sich nicht, der Ausstieg von EVGA hat die Tür zu etwas Größerem aufgestoßen. Bricht Nvidias Partnermodell allmählich unter seinem eigenen Gewicht zusammen? Könnte AMD oder sogar ein anderes Unternehmen wie Intel einspringen, um enttäuschte Verbündete für sich zu gewinnen? Und wenn Nvidia den Druck spürt, wird das Unternehmen in Apples Fußstapfen treten und die volle Kontrolle übernehmen, indem es seine eigenen GPUs herstellt und den gesamten Stack besitzt. Der Weg, der vor uns liegt, ist alles andere als glatt. Und Nvidia weiß das. Aber hier wird es interessant. Anstatt nur sein Revier zu verteidigen, stürmt Nvidia in völlig neue Welten. Erster Halt, das Metaversum. Ja, wir haben alle schon von diesem Schlagwort gehört. Aber Nvidia redet nicht nur darüber, sondern baut es auch auf. Mit der Omniverse-Plattform können Entwickler hyperrealistische 3D-Räume und Simulationen erstellen, die die Grenze zwischen virtuell und real verwischen. Und dann sind da noch die autonomen Fahrzeuge. Mit seiner Drive-Plattform wird Nvidia zum digitalen Gehirn von selbstfahrenden Autos. Wenn sich Fahrzeuge zu rollenden Computern entwickeln, könnte Nvidia das Steuer in die Hand nehmen. Aber das ist noch nicht alles. KI im Gesundheitswesen. Nvidias Chips entschlüsseln bereits genetische Daten, scannen medizinische Bilder und helfen bei der Entdeckung neuer Medikamente. Cloud Gaming mit GeForce Now können Sie PPTA-Titel auf jedem Bildschirm und zu jeder Zeit spielen, ganz ohne Konsole. Und hinter den Kulissen setzt Nvidia im Stillen auf Software und schafft Ökosysteme, die Entwickler an sich binden und es anderen schwer machen, zu konkurrieren. Aber glauben Sie nicht, dass es einfach sein wird. Die Aufsichtsbehörden drehen sich im Kreis. Der Wettbewerb wird härter. Und während Nvidia wächst, können sie so hungrig, schnell und innovativ bleiben, wie sie es einst waren? Oder wird die Größe zu ihrer größten Schwäche? Was auch immer passiert. Eines ist klar, dies ist nicht nur die Geschichte eines Chipherstellers. Dies ist der Kampf um die Zukunft der Computertechnik. Was ist Ihre Meinung? Erleben wir gerade, wie Nvidias Imperium zu bröckeln beginnt? Oder sind Sie dabei, die Regeln noch einmal neu zu schreiben? Schreiben Sie Ihre Prognosen in die Kommentare. Drücken Sie den Gefällt mir-Button, wenn dieser Artikel Sie begeistert hat. Und abonnieren Sie ihn, um weitere Einblicke in die Welt der größten technischen Machtspiele zu erhalten. Auf Wiedersehen und bis später.